Heute haben wir den Film Ruf der Wildnis gesichtet. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jack London. Und in dem Film geht es um den Hund Buck, der durch viele Zufälle unfreiwillig in ein Abenteuer gerät. Also eigentlich beginnt die Geschichte aber schon viel eher, denn aus seinem eigentlichen Zuhause wird der Buck entführt und somit beginnt sein eigentliches Glück oder die Suche nach dem Glück eher gezwungenermaßen. Der Yukon ist ein gefährlicher Ort. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich kam hier rauf, weil ich allein sein wollte. Und dann begegnete ich Buck. Er war ein Hund wie kein anderer. Er wurde verzogen. Raus! Komm her, Buck! Und er hatte gelitten. Komm her! Aber er war nicht klein zu kriegen. 1870, 80, 90 war in ganz Kanada und Alaska dieser übelst krasse Goldrausch. Also alle sind dahin, um dort ihr Glück zu finden und Gold zu finden und reich zu werden und dann reich zurückzukommen. Und da sind Schlittenhunde eben übelst krass gefragt. Deswegen kommt Buck dann dahin und verteilt dann dort die Post in diesem ganzen kanadischen Yukon bis nach Alaska. Am Anfang war er so ein normales Haustier, so ein Haushund, sage ich mal. Und während des Films hat er sich immer weiterentwickelt zu seinesgleichen. Und er wird dann so richtig er selbst. Selbst. Ja, genau. Er war ein Anführer am Ende. Ja, Er war genau. nicht mehr untergeordnet unter seinem Herrschen, sondern er ist dann wirklich, hat sich zu einem Anführer des Rudels entwickelt und ist seinem Instinkt da sehr gefolgt. Und davon handelt der Film auch hauptsächlich, von dieser Selbstentwicklung, dieser Selbstfindungsphase, dass diese nicht immer sehr einfach ist und auch nicht von kurzer Dauer sein muss, sondern die kann auch sehr lang sein. Also ich glaube, der Film sagt vor allem aus, dass es manchmal wichtig ist, sein altes Leben hinter sich zu lassen, um so sein eigenes Ich und sein eigenes Glück zu finden. Und ich möchte unbedingt das Making-of sehen, wie eben auch zum Beispiel halt auch immer genau gewusst hat, wo denn die Augen des Hundes gerade sind, wo man hinschauen muss, auf welche Höhe man mit dem Hund interagieren muss. Ja. Und das fand ich halt auch alles perfekt gepasst. Es war super abgestimmt. Es muss auch sehr aufwendig produziert gewesen sein. Also so wie realistisch so diese Tiere gewirkt haben, so allein schon der Hund und dann auch noch die Wölfe, das war schon... Ja, dass der Hund nicht reden kann, ist ja klar, aber... man hat trotzdem alles verstanden und ich fand auch insgesamt kam es bei dem Film jetzt nicht so auf die Dialoge an. Aber dafür gab es ja diesen Monolog dieses Opas, dieses Johns. Das stimmt, ja. Und der Monolog hat dann wiederum so... Den Erzähler dargestellt, aber so auf so eine ganz tiefgründige Art und Weise. Die Animationen waren sehr schön, sie waren passend, sie waren detailliert. Auch die Charaktere, wie zum Beispiel der John, fand ich sehr schön, dass man da immer einen sehr guten Einblick bekommen hat in seine Gefühlslage. Wir haben den Film als gut bewertet, aber eben auch nicht als sehr gut, weil er war nicht perfekt. Zum Beispiel muss man sagen, dass in der ersten Szene, so in den ersten paar Szenen, war es erstmal sehr merkwürdig, dass der Hund animiert war und alles andere nicht. Ich musste damit immer ein bisschen klarkommen, dass der Hund so groß war und alles andere dann irgendwie im Vergleich dazu immer viel kleiner aussah. Wir würden den Film erstmal grundsätzlich ab 8 Jahren empfehlen, aber wir würden das jetzt nicht bis zu einem bestimmten Alter beschränken, sondern wir würden sagen, das ist für jeden was. Es sind halt auch immer wieder sehr viele Details oder auch Anspielungen, die sehr lustig sind und sehr süß sind. Und deswegen finde ich, ist es auch sehr lohnenswert oder sehenswert, wenn man in einem höheren Alter auch schon ist oder filmerfahren ist.